Hallo, heute ist Sonntag, der 4. Februar 2018. Ich habe gerade gebadet und sitze jetzt hier in einem einfachen Unterhemd, obwohl Sonntag ist. Sonntag ist ja in dieser westlichen Welt der sogenannte Ruhetag oder Feiertag, an dem man in die Kirche geht, Festtagskleidung trägt, also sich besonders gut anzieht. Es gibt ein besonderes Essen. Man braucht nicht zur Arbeit zu gehen, es ist arbeitsfrei. Ursprünglich kommt es aus dem Alten Testament, aus der Tora, der sogenannten Tora, die jüdische, hebräische Bibel. Und dort ist der 7. Tag eben nicht der Sonntag, sondern der Sabbat, was bei uns Samstag ist. Und in dieser jüdischen Tradition ist es so, an dem Sabbat sollst du keine Arbeit verrichten. Das ist eines der vielen Gebote. Es gibt viel mehr als die 10 Gebote, die uns in der Bibel präsentiert werden aus den Übersetzungen. Du sollst keinerlei Arbeit verrichten. Das heißt, streng genommen, auch du sollst keine Dinge bewegen, jetzt mal wortwörtlich, sondern alle Arbeiten, die verrichtet werden müssen für diesen Tag, die machst du an dem Tag vorher, schon Freitag. Das heißt, du bereitest das Essen vor, du kochst es, du machst alle Reinigungsarbeiten, alles, was getan werden muss, verrichtest du. Und von Freitagabend Sonnenuntergang. Das heißt, wenn man einen grauen Faden nicht mehr von einem blauen Faden unterscheiden kann, die Dämmerung, bis zur Dämmerung am Samstag ist dieser Ruhetag, der auch mit einem besonderen Essen und mit Genuss, so mit Ruhe und Frieden und sehr viel in sich gekehrt sein und auch bewusst hier sein, bewusst Leben verbunden ist. Irgendwann ist daraus in der westlichen Welt der Sonntag gemacht worden, wahrscheinlich auch vom Vatikan, von der römisch-katholischen Kirche, die ja sehr vieles entstellt hat aus der Bibel und verdreht hat. Und das ist leider nicht die Wahrheit. Das wollte ich mal sagen. Ich nenne dieses Video dies und das, weil ich jetzt spontan gerade mal so erzähle, was mir so einfällt. Das heißt, die Themen sind auch wechseln sehr. Jetzt hüpfe ich mal zu einem Thema, mit dem ich mich jetzt in den letzten 2 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt habe. Viele, vielleicht 1000 Stunden habe ich damit zugebracht, und zwar das Turiner Grabtuch, Shroud of Turin. Da habe ich gestern gerade wieder, ich google jeden zweiten Tag etwa, ob es neue Videos gibt von 2018 zu diesem Thema, ob es neue Erkenntnisse gibt. Und dann habe ich gestern gerade wieder eines gefunden, in dem sozusagen recherchiert oder dargestellt wird, was wir schon jetzt alle kennen aus diesen 1000 Videos, die wir gesehen haben. Da war jetzt nichts Neues bei. Nochmal so eine Zusammenfassung, ich glaube in etwa 40 Minuten. Jedenfalls kommt in dem letzten Drittel dieses Videos dieser Ausspruch, die Aussage vor, dass die Lanze, als Jesus am Kreuz hing, um sicherzustellen, dass er tot ist, die Lanze in sein Herz gestochen wurde und das Wasser, Blut und Wasser herausfloss. Wenn man die Videos, und das muss man machen, sehr aufmerksam anschaut, also betrachten und auch lesen und zuhören und bewusst da sein und denken, dass man das wahrnimmt. Ich habe das gehört und gesehen und sehe das gleichzeitig ein Bild
da ist eine Abbildung, Jesus am Kreuz und die Lanze wird von vorne betrachtet auf das Kreuz. Jesus ist am Kreuz, an dieser Seite eingestochen, also an seiner rechten Seite. Und da habe ich gedacht, Leute, hey, das muss euch doch auffallen, dass da irgendetwas, das passt nicht zusammen. Und also habe ich dort, das war einen meiner letzten Kommentare von gestern und heute, hinterlassen und habe geschrieben, liebe Leute, das Herz ist auf der linken Seite. Was ihr da zeigt, das ist die rechte Seite, das ist nicht das Herz. Und so muss man alle Videos betrachten. Und nicht alle Videos, alle Nachrichten, alles. Fernsehen, Internet, Video, Handy, alles was da ist, bewusst wahrnehmen und auch abchecken und sensibel dafür sein, ist das überhaupt die Wahrheit oder stinkt etwas zum Himmel sozusagen. Ja, okay. Das Turiner Grabtuch ist ja für mich ein sehr wichtiges Thema, weil als ich es das erste Mal gesehen habe, das Foto von Secondo Pia, dem Fotografen, der im 19. Jahrhundert das erste Foto gemacht hat und erschrak, als das eigentliche Foto negativ mit diesen alten Platten, dieses alte Verfahren, ein Foto positiv war und dass der Abdruck auf dem Tuch das Negativ ist, was sich keiner erklären kann, eigentlich bis heute, wie es zustande gekommen ist. Die neuesten Untersuchungen oder Forschungsergebnisse gehen davon aus, dass es sozusagen eine Atomatisierung oder Verfall der Atome ist und Entkörperung durch eine hohe Temperatur, der Aufstieg und dann wieder Materialisierung quasi im Raum oder bei der Rückkehr geschehen ist. Da ist man noch nicht so ganz, denke ich, bei der Wahrheit, aber das Wesentliche ist es vielleicht. Und die Aussage, die ich sehr schön fand, ist, dass es immer mehr Menschen gibt oder auch Wissenschaftler, die inzwischen davon ausgehen, dass dieses authentisch ist, dieses Tuch. Ich hatte immer nur ein bisschen das Problem, dass für mich das Gesicht älter wirkt als 32 Jahre und dass ich in dem Gesicht ein völlig entspanntes und kein gequältes Gesicht sehe und ein sehr friedliches Gesicht, was eigentlich ein bisschen dieses Leiden am Kreuz oder so, diesem Leiden widerspricht. Das stellt man sich dann vor, man müsste ein gequältes Gesicht sehen. Das sehe ich darin nicht. Und ich sehe auch immer ein anderes Gesicht als die Leute, die versuchen, da ein Christusbild rauszumachen. Sondern ich sehe dieses Bild von dem Pier, da habe ich ein ganz klares Bild vor mir und sage, ja, okay, das kann gut sein. Nur ist er aus meiner Sicht älter als 32 Jahre und kann von daher nicht dieser offizielle Prediger Jesus gewesen sein. Wo ich dann sage, vielleicht ist es sein bester Freund gewesen, den er geliebt hat, vielleicht sein geistiger Vater. Das heißt, er hat eigentlich ausgesprochen, was der gekreuzigt wurde, gedacht hat. Und es gibt ja die Aussage von Jesus, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater ist in mir. Er ist es, der die Werke tut. Und es gibt auch den Ausspruch, es sind nicht meine Worte, es ist der Vater, der durch mich spricht. Das alles, das muss man, wenn man sich damit beschäftigt, auch parat haben, gedanklich im Hinterkopf und behutsam hinterfragen, was davon ist eventuell wahr. Und wir sind immer noch an diesem Punkt, wo man sagt, eventuell wahr. Was ist letzten Endes hundertprozentig bewiesen? Das kommt noch, aber es wird jetzt kommen, weil dieses die Endzeit ist. Die Endzeit heißt immer das Ende eines bestimmten Zeitabschnitts, dann beginnt etwas Neues und es ist sozusagen manchmal ein Übergangslos, manchmal mit einer Unterbrechung, einer Pause. Wir sind jetzt noch in dieser Endphase Offenbarung aller Wahrheiten. Nichts, was verborgen ist, wird verborgen bleiben, heißt es. Und wenn es heißt nichts, dann ist es nichts. Das heißt, nicht der kleinste Fissel dieses Daseins in dieser Welt wird verborgen bleiben, sondern es wird belichtet, sodass es betrachtet werden kann. Es kommt in die Wahrheit. Und damit wird uns auch immer bewusster,
was eigentlich geschieht, was geschah, wie haben wir gelebt, wie leben wir jetzt, wie möchten wir eigentlich leben, unsere Wünsche, Vorstellungen und was können wir machen, wohin wird die Reise gehen. Das ist es so. Das ist das Thema. Also Turiner Grabtuch. Mal eben schauen, ob mir noch etwas einfällt. Ja, über die Hände habe ich gesprochen, habe ich ein Video gemacht, über diese Handhaltung, die ausgestreckte Hand, so. Das zeigt, ich habe keine böse Absicht, ich verstecke nichts, ich habe keine Waffe in der Hand. Das ist Güte. Dieses ist auch ein Begrüßungszeichen. Das heißt, ich grüße dich, ich komme in Frieden. Shalom. Es gibt so unglaublich viel, was man sagen kann, berichten kann. Ja. Glaube ist sehr wichtig. Ja. Und ich glaube daran, ich glaube an Christus und ich glaube an Kreuz und ich glaube an das, was geschehen ist im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass ich dort schon gelebt habe am See Genezareth zu jener Zeit und dass ich Andreas bin, der Bruder von Simon Peter, von Petrus, der später Petrus genannt wurde. Das ist einfach so. Das glaube ich schon seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und das ist ein halbes Jahrhundert. Auch wenn mich alle für verrückt erklären oder alle verlassen und äh, denken, ich bin ein Idiot. Es ist so, ich glaube trotzdem daran. Und ich merke, dass sich die gesamte Welt verändert. Alles verändert sich. Der äußere Rahmen, die gesamte Struktur, alles, das All, der Raum, das Universum verändert sich. Die Erde verändert sich. Alles auf der Erde verändert sich. Alles hier. Die gesamte Menschheit wird sich verändern. Alles. Das heißt auch in der Bibel, jeder wird ein neues Wesen sein, ein anderes Wesen. Das sind alles Aussagen. Das heißt auch dort, das Zungenreden wird aufhören und die Worte werden aufhören. Das heißt, wir werden vermutlich auch in eine Phase kommen, in der wir ein anderes Wesen sein werden, das keine Worte sprechen kann. Also wir werden nicht mehr Mensch sein, sondern ein anderes Wesen, das keine Worte sprechen kann, bevor wir irgendwann wieder in die menschliche Welt zurückkehren, weil alles ist doch ein Lernprozess. Und ich vermute, es ist so, wir lernen, indem wir wiedergeboren werden als anderes Wesen, die Welt aus einer anderen Perspektive zu betrachten, vielleicht auch das im Rückblick das menschliche Dasein anders zu beurteilen aus der Sicht jetzt, sagen wir mal, aus der Sicht der Tierwelt, aus der Sicht der Pflanzenwelt, aus der Sicht der Berge, der Bäume, aus der Sicht des Meeres. Dieses alles, damit wir, wenn wir danach wiedergeboren sind, einfach behutsamer sind mit allem und weiser, sehr viel weiser. Ich denke, so wird es wohl sein, weil das, was in der Bibel steht, bewahrheitet sich. Das Wort ist selbsterfüllend. Darum heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott. Das heißt, wenn Gott das Wort war, Gott ist sozusagen der Schöpfer, dann heißt es, das Wort ist der Schöpfer. Es erschafft den Inhalt der Aussage. Es ist selbsterfüllend, darum ist es auch wichtig, dass man mit den Worten sehr behutsam ist, sehr sanft ist. Nichts Negatives oder Böses in die Welt bringen durch Worte. Dann darf man sich nicht wundern, wenn sich diese Aussage materialisiert und tatsächlich wahr wird, wahrnehmbar in der materiellen Welt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das heißt aber auch, dass letztlich alle fröhlich sein werden und dass es etwas Schönes ist. Und daran glaube ich auch. Und deshalb sage ich,
denke etwas Schönes, bleibe nicht an dem Negativen verhaftet, sondern denke etwas Schönes, singe dich selber in die Leichtigkeit, durch eine Melodie, summe etwas Schönes, mache etwas Schönes, streichle einen Baum, eine Blume, halte deine Hand über eine Blume und segne sie. Du kannst alles segnen und sie beschützen, ihnen Glück wünschen. Ja, das ist schön. So, das wollte ich jetzt mal sagen. Ein Spontanvideo, Sonntag, der 4. Februar. Okay, ciao. Also, macht's gut. Über den Sabbat werde ich nochmal ein extra Video machen, weil das liegt auch noch vor mir. Dorthin zurückkehren, dass ich auch den Sabbat feiere und diese Sabbatregeln einhalte. Das ist halt für mich etwas schwierig, weil ich hier geboren bin, christlich erzogen und konfirmiert, getauft und all dieses. Und jetzt bin ich 65 Jahre alt. Das steckt natürlich tief drin und von daher ist es nicht ganz so leicht, mich davon zu lösen. Und ich darf mich dann auch nicht von anderen anstecken lassen, etwas zu tun, was dieser Sabbatregel widerspricht. Da ist es auch ein Prozess. Ich habe es aber schon einmal geschafft und irgendwo steht in dieser langen Bibel, steht, wenn Jakob es einmal schafft, den Sabbat einzuhalten, werde ich zurückkehren, als irgendeine Aussage davon. Dachte ich, ja, so ist es vielleicht. Man muss einmal diesen Sabbat sich bemühen zu zelebrieren und dann ist man in diesem Pool wieder Heimat. Und wo ich daran glaube, dass ich am See Genezareth schon mal gelebt habe, als der Fischer Andreas und bin der Bruder von dem Fischer Simon Peter, gehört der Sabbat natürlich auch dazu. Ja, und gerne würde ich dorthin zurückkehren. Es ist im weiteren Sinne meine Heimat und dort leben dürfen, wohnen dürfen. In einem eigenen Haus mit etwas Garten oder Grundstück. Ja, das wäre sehr schön. Also, ich wünsche euch allen eine schöne Zeit. Gott segne euch. Friede sei mit euch. Shalom.